Hallo. Hallo, grüß euch. Wir sind in St. Anna am Aigen. Und werden heute da den Weinwanderweg der Sinne Genau. werden wir heute wandern. Und wir haben schon die erste gute Erfahrung. Es gibt hier einen öffentlichen Parkplatz ohne Gebühr und es gibt auch ein öffentliches WC, ein sauberes ohne Gebühr. Das ist schon mal ein guter Start. Das Wetter ist heute nicht so großartig, aber schauen wir mal, ob es noch aufreißt für uns. Auf jeden Fall, wir sind neugierig. Ich habe jetzt noch überhaupt keine Information über diesen Weg. Das habe ich alles, die Planung habe ich alles den Konrad überlassen. Schauen wir mal. Die Gegend ist einfach schön. Deswegen sind wir hier. Und ich vertraue drauf. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Kommt's mit! Freundin gefunden, die uns verfolgt und begleitet. Ne? Ja. Aber ich hoffe, du verläufst dich nicht. Nein, du bist da zu Hause. Der ganze Weg wirklich gut markiert und ausgeschildert. Also mir gefällt das gut. Ein wunderschöner Buchenwald. Ich liebe Buchenwälder. Früh wird's Jausenwagen. Scheint noch keiner da zu sein. Aber, schaut's her, wieder mal typisch. Super. Da ist jetzt diese Selbstbedienungsstation. Ihr wart ja schon ein paar Mal dabei. Wenn ihr unsere Videos begleitet habt, dann kennt ihr diesen Brauch hier. Da ist der Automat. Altes Gerät. Wo da piepst. Ich glaube, der Automat ist momentan nicht einsatzbereit.
Ja, ein richtig schöner, romantischer Pfad. Schön ist es da. Das Wetter auch genau richtig für so eine Wanderung. Ein angenehmer, milder Herbsttag. Ein früher Herbsttag, schön. Ja, wie gesagt, der Weg deppensicher ausgeschildert und markiert. Und glaubt's mir's, ich weiß, von was ich rede. So. Der erste Anstieg ist immer die Hölle. Aber dann geht's. Ja, die Labestation ist da heroben, wie angekündigt. Das ist hinter dieser Tür ein kleiner Raum, wieder mit Selbstbedienung und WC. Ja, jetzt waren wir gerade beim Weingut Hütter. Und jetzt ein Stück weiter kommt schon das nächste Weingut, Weingut Pfeiffer. Und weiter geht's mit unserem Weg. Ich glaube, da hinten ist die Kirche von St. Anna am Eigen. Da kommen wir her. Ein 1er VW Golf. Mit so einem Auto bin ich vor 30 Jahren nach Spanien gefahren. Da seht ihr den Seidelkeller, 1850 erbaut, war ursprünglich eigentlich eine Lagerstätte für Gemüse. Ja, immer noch erhalten. Schön. Wunderschön, wunderschöner Anblick. Eine tolle Gegend. Also bis jetzt gefällt mir die Wanderung sehr, sehr gut. Wirklich gut. Und die Trauben reifen. Da wird der blaue Zweigelt produziert. Herrlich. Eine wunderschöne Gegend. Wirklich viel zu entdecken, viel zu sehen. Abwechslungsreich. Lohnt sich ein Ausflug hierher. Eine coole, rostige Fassade. Die nächste Labestation, diesmal vom Weingut Pfeiffer. Also was mir da am Weg sicher nicht passieren wird, ist, dass ich verdurste. Wie es im Essen ausschaut, werden wir noch sehen. Die Weinlese hat schon begonnen. Zumindest der Weißwein. Genau.
Ja, und von der Schemmingkapelle geht es wieder abwärts zurück zum Weinweg, den wir für diesen kurzen Abstecher verlassen haben. Jetzt waren wir gerade noch in den Weingärten und schon wandern wir schon wieder durch ein Stück Märchenwald. So, Schatz, und es ist wirklich auch im Wald so, es ist alles gut markiert. Also man kann sie de facto nicht verlaufen, obwohl ich weiß, bei all diesen Situationen muss man immer auch vom DAU ausgehen, vom dümmsten anzunehmenden User. Und deshalb übernehme ich keine Garantie. Ja, und kaum aus dem Waldweg heraus ändert sich das Gelände wieder komplett. So viele Früchte hier, dass sich die Äste regelrecht biegen. Wunderschön. Großartig. Ja, vorher hat die Sonne kurz gegrüßt. Jetzt versteckt sie sich wieder ein bisschen. Schauen wir mal. Neugierig. Aber ihr seht, wirklich schön. Wirklich schön. Ja, liebe Angelika, auch von uns unbekannterweise alles Gute zum 40er. Es ist so eine Besonderheit dieses Weges, dass du nie voraussagen kannst, was dir 100 Meter weiter alles begegnet. Ja, Fahrt wird's nicht. Hier seht's. So, wir sind unterwegs, wir haben circa die Hälfte des Weges. Heute, interessanterweise, bin ich ein bisschen fitter, obwohl ich jetzt ein paar Tage angeschlagen war, verkühlt von der letzten Tour oder einer der letzten Touren. Und der Konrad tut sich heute ein bisschen schwerer. Ja, ich habe das Gefühl, es kommt eine Blase und ich muss das verarzten. Ja, dann, bei der nächsten Bank oder der nächsten Sitzgelegenheit werde ich das machen. Ja, wichtig, wichtig. Ja, es ist halt so, gell? Und es kickt da immer die Tagesverfassung rein, die ist auch nicht immer gleich. Gut, aber wir werden darauf Rücksicht nehmen und werden schauen, dass wir die nächste Hälfte des Weges auch noch gut bewältigen. Bis jetzt aber schön. Also Sehr mir schön. gefällt es wirklich ja. gut. Super.
Ja, keine 100 weiter tatsächlich die nächste Bank, wo sich der Konrad jetzt um seine Füße kümmern wird. Bergheuriger Pension Weinbau Grenzlandhof. Wollte man gerade einkehren, aber für Tagesgäste nur Samstag und Sonntag und da auch nur für Getränke. Ja, wir sind in einem Weingebiet und haben jetzt dieselbe Erfahrung als, ja, es ist die gleiche Erfahrung wie in Gamlitz letztes Mal. In einem Weinlandgebiet oder Weinbergbaugebiet, entschuldigt, verdursten tust du nicht. Auf keinen Fall. Nur Hunger darfst du keinen haben. Also falls euch das interessiert und ihr uns leiden und jammern sehen wollt, dann empfehle ich euch an der Stelle auch unser Video Hungrig durch Gamlitz. Haben wir dieselbe Erfahrung schon einmal gemacht. Ja, und wahrscheinlich eine der letzten Telefonzellen Österreichs. Vielleicht kann ich mir da ja eine Pizza bestellen. Es schaut so aus, als ob wir bis zu dieser Warte gehen. Ihr schaut euch das an. Und plötzlich sind wir bei der Aussichtswarte. Schaut mal, wo wir jetzt sind. Bei dieser Aussichtswarte, die der Konrad vorher schon entdeckt hat, da geht es steil bergauf und wir zwei Alten schleppen uns da jetzt hinauf. Und da kommt der Schnaufibär. Ein bisschen fertig, der alte Herr. Aber, und jetzt Konrad, schau dich um und sag mir, dass sich das nicht ausgezahlt hat. Wunderschön. Wunderschön. Großartig. Aber wir müssen wieder runter. Denn unten wartet ein Schnitzel auf uns. Und ein Baukändlsalat. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja. So, und da haben wir die Antwort auf die Frage vorher. 41 Meter und 180 Stufen. Schön was. So, ihr seht mich grinsend, fröhlich. Das bedeutet, wir haben was zum Essen gekriegt. Was kurz zum Essen gekriegt. Und wir haben gut gegessen, wir haben gut getrunken. Wir haben eine herrliche Aussicht genossen. Die Stimmung ist hervorragend. Und jetzt gehen wir fröhlich pfeifend weiter.